Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Misano. Wir sind 4 Tage in Misano. Jetzt schauen wir erstmal. Ich war vorher schon bei der Lautstärkenmessung. Ist ein bisschen komisch. Ich erkläre euch mal kurz die Situation. Und zwar hatte ich letztes Jahr 103 hier gemessen, ohne die Wickler, beziehungsweise nur mit so einem, so einem Gitterrohr, das ich reingeschoben habe. Hatten nämlich 103 gemessen. Jetzt habe ich einen Killer erstmal reingemacht, ins mittlere Rohr. Da haben sie mich mit 113 gemessen. Dann habe ich nochmal 2 Killer in den Endschalldämpfer rein, also insgesamt 3 Killer, und sie haben mich mit 108 noch gemessen. Und letztes Jahr hatte ich nur 103. Also da frage ich mich schon wieder, die Messtechnik, da gibt es kein System, gar nichts. Sie messen willkürlich mit irgendeinem Gerät von irgendeiner Nähe. Ja, ich weiß nicht, sollte man das irgendwie mal normen oder gibt es eine Norm? Keine Ahnung, aber die messen hier einfach willkürlich irgendwas. Ja, das nervt mich ein bisschen. Die lassen mich jetzt einen Turn mal fahren und die schauen dann von der Lautstärke, wie hoch im Prinzip die Ducati dreht. Ja, wenn nicht, werden es auf jeden Fall 4 entspannte Tage, die ich dann am Strand verbringen kann. Keine Ahnung. Ja, jetzt geht es erstmal gleich rein in den ersten Turn und ich werde danach auf jeden Fall berichten. Wir freuen uns jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen positiv denken, nicht so negativ, und dann wird es hoffentlich. Drückt mir die Daumen und ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Der erste Turn ist geschafft. Sie haben mich zumindest mal nicht rausgezogen, schon mal nicht schlecht. Jetzt hat der Sensor hier nur leider einen Kabelbruch. Ja, der Sensor funktioniert nicht mehr. Ich habe zum Glück den Originalen noch dabei. Ja, jetzt wollen wir erstmal den originalen Sensor ein. Ich bin jetzt nur 3 Runden gefahren. Ja, eine Ducati ohne was zum Schrauben ist ja kein Ducati. Nein, Spaß. Komischerweise habe ich immer irgendwie mit so Zubehörsachen ein Problem. Letztes Mal hatte ich ja mit dem Jet Prime Kurzgriff ein Problem in Valencia. Dann hier mit dem HM-Schalter. Also bis jetzt liegt es gar nicht an der Ducati, sondern eigentlich hauptsächlich gerade an irgendwelchen Zubehörsachen. Naja, gut, bei dem, das war ja das Originalteil, das war mal so ein bisschen schlecht, weil gerade wenn eine hohe Hitze da war, hat er nicht mehr richtig funktioniert. Was willst du sagen? Ja, komm. Nee, das ist einfach Quatsch. Das ist nicht mal Ducati, Bro, das ist dieser Sensor, der hat einen Kabelbruch. Ja, was sagst du jetzt? Ach, das ist Quatsch, komm. Was ja, ich sagen will, hier, bitteschön. Hallo. Hallo. Lieber Marco, Yamaha kaufen. Junge, irgendwann... Bitte, dann hast du überhaupt keine Probleme mehr. Dann hast du keine Probleme mehr. Musst du nicht die ganze Zeit schrauben. Musst einfach fahren. Starten, fahren. Irgendwann, wenn du so ein riesiges Problem hast, kommt Karma. Karma existiert. Weißt du, was Yamaha bedeutet? Keine Probleme. Japaner. Ist übersetzt, oder was? Auf Japanisch. Ja. So, zweiter Turn ist auch geschafft, plus den dritten auch. Ja, der originale Schaltsensor, der hatte immer schon ein bisschen so Probleme. Und deswegen habe ich den ja eigentlich gewechselt, bin auf den anderen Sensor. Genau, den originalen habe ich natürlich noch behalten und als Reserve mitgenommen. Der Hoffnung natürlich, dass ich ihn nicht brauche. Jetzt habe ich ihn gebraucht. Ja, der hatte damals schon immer so ein bisschen Probleme beim Blippen, wenn es heiß wurde. Und ja, das habe ich jetzt wieder. Also ich habe ein paar Blip-Probleme, aber es geht eigentlich. Es ist komischerweise auch irgendwie nur ein paar Runden wieder nicht. Ist wahrscheinlich genau irgendwie so ein Temperaturfenster, wo er dann nicht funktioniert. Ja, soweit aber ganz gut. Wir sind jetzt auch Spaß noch ganz kurz das Rennen mitgefahren von ganz hinten. Das war eigentlich auch mal ganz lustig, so durch ein paar Leute sich durchzukämpfen. Was ich euch vorher noch gar nicht gezeigt habe, die ganzen Bikes, die wir hier heute dabei haben, beziehungsweise generell die 4 Tage. Hier einmal vom Thomas, BMW S1000R, hier mit dem extrem langen Endschalldämpfer. Also der kommt auf jeden Fall hier durch mit der Lautstärke. Dann hier vom Charlie, Ducati Panigale V4R. Auch ein richtig geiles Bike. Der hatte den Rada Garage Kunststofftank drauf. Der ja kein Heckrahmen und sowas hat. Kennen ja die einen oder anderen von euch auch schon. Mit der PR12. Ja, Classic. Dann hier der Yamaha R6, und zwar meine alte R6. Ein Kollege von mir fährt jetzt das erste Mal auf der Rennstrecke und der will das mal probieren. Deswegen haben wir hier die R6 wieder ausgegraben. Die gibt es tatsächlich noch. Kennen ja auch die einen oder anderen von euch schon. Boah, wie schön. Dann hier Yamaha R1 von Dimi. Dimi hat auch noch so einen richtig geilen AGV-Helm hier. Boah, der Sonne Luna 2021 müsste das sein von Rossi. Puh, mit dem blauen Visier, richtig schön. Dann haben wir hier noch Ducati Panigale V4. Francesca kennt ihr ja schon von mir. Hier die Giulia Edition. Ducati Panigale V4R vom Peter. Dann Julian hat auf M-Verkleidung umgerüstet. Schaut euch mal, wie wild das aussieht. Boah. Wie geil. Ja, also hier BMW S1000R vom Julian. Dann haben wir hier noch vom Uwe Ducati Panigale V4R. Und hier zum Schluss vom Walter
PR12. Die kennen ja auch die anderen von euch. Hier nochmal die Giulia von der anderen Seite. Später kommt auch noch Gabriel Ruyo. Die einen oder anderen von euch kennen den, ja. Ist ein Superbike-Fahrer, der schon ein paar Superbike-Starts hatte. Genau, der kommt extra für uns, macht ein Private-Coaching für 10 Leute. Das werdet ihr auf jeden Fall auch noch in der Videoreihe sehen. Das ist, glaube ich, ziemlich cool, von einem Superbike-Fahrer noch mal ein bisschen was erklärt zu bekommen. Ihr habt ja schon das Video wahrscheinlich mit Paul Espargaro gesehen. Das war natürlich auch schon krass. Wer es noch nicht gesehen hat, ich verlinke es hier oben rechts nochmal. Mit einem MotoGP-Fahrer einfach auf der Strecke und dann so ein bisschen gecoacht zu werden, war schon cool. Aber jetzt hier haben wir so ein Academy-mäßig 3 Tage lang Coaching mit einem Superbike-Fahrer. Also da, glaube ich, kann man noch mal die ein oder anderen guten Tipps mitnehmen. Genau, der kommt jetzt dann später. Gabriel ist nämlich erst ab morgen dabei, aber die laden natürlich dann später schon mal aus. Aber ja, wir haben insgesamt 4 Tage und Gabriele, beziehungsweise dieses Coaching hat dann nur 3 Tage. Da freue ich mich aber riesig drauf. Ja, jetzt gehen wir auf jeden Fall noch mal in die nächsten 3 Turns rein, machen einen entspannten, schauen, dass wir ein bisschen warm werden und dann eben morgen fürs Coaching Gas geben können. Gibt es hier so einen Misano-Store, der ist echt cool. Schaut euch mal das an. Ich hoffe, die Musik ist nicht allzu laut. Hier gibt es so lauter Merchandise von Misano. Hier oben der Arai-Helm, den es ja in dieser Misano-Lackierung mal gab. Ja, sonst natürlich hier T-Shirts, alles mögliche rund um Misano. Richtig cool, Hosen, Cappies. Geil. Gibt echt coole Pieces hier auch. Das hier ist echt geil. Schaut mal, was ich hier in dem Store noch kurz entdeckt habe. Es ist einfach hier so ein LED-Licht von der Misano-Rennstrecke auf der Decke. Wie geil sieht das aus? Oh, sowas ins Wohnzimmer? Das wär's. Hier bei Garage 51 von Miguel Piro. Die einen oder anderen kennen das ja von euch hier. Schaut euch mal an. Hier Ducati 916, unterschrieben von Troy Bayliss. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ja, so spiegelt ein bisschen sehr. Hier von Petrux in so einem Monster, keine Ahnung. Hier von Miguel Piro aus der italienischen Meisterschaft ein Bike. Oh, schaut euch mal an, wie geil. Was haben wir hier noch? Hier ist eine neue Panigale V4, aber die ist irgendwie zerlegt. Dann haben wir hier noch eine. Mark VDS steht da hinten drauf. Okay, irgend so ein Trainingsbike. Und dann schaut euch das mal an. Andrea Iannone, Bautista. Oh, DJ, wie geil. DJ, Piro. Dann hier eine mal ohne Startnummer. Schauen wir mal. Paul Pecco, Morbidelli. Hä, wie geil. Wie cool. Schauen wir mal weiter. Hier sind noch welche, glaube ich, aus der italienischen Meisterschaft. 2. Ja, beziehungsweise mehrere. Schaut es euch an. Kann auch sein, dass das private Kunden sind, die hier Bike herbringen. Boah, wie geil. Das ist, glaube ich, von Bestia, oder? Von Enea Bastianini. Mhm. Boah, wie geil. Er macht einfach für alle Ducati-Fahrer. Aber wieso hat Bastianini hatte mit Ducati? Er fährt doch Ding, oder? Ja, von letztes Jahr. Nein, der wird die schon noch fahren, oder? Doch, die 23. Ja? Das ist von Luca Marini hier hinten, da. Boah, das ist ein Traum, Alter. Stell dir mal vor, unsere Werkstatt hier, Mann. Wie geil wäre das? Hier ist eine Panigale V2, nochmal eine neue. Boah, wie schön. So, da vorne hat jetzt ein neuer Yamaha-Laden aufgemacht. Den schauen wir uns, würde ich sagen, auch noch an, oder? Ja. Nicht gezeigt. Hier ist noch ein Prüfstand drin. Ah, es spiegelt leider so sehr. Es tut mir leid, aber ich glaube, ihr könnt es ein bisschen erkennen. Boah, wie cool. Noch von GRT Racing Team ein kompletter Yamaha-Store. Jetzt sagen wir schon noch mal kurz rein. Der hat sogar offen. Boah, wie cool. Boah, hier GRT Pros. Alle Varianten hier, ne? R9. R1, R6, das R7 und R3. Boah, wie cool. Die auch noch von Del Bianco. Oh, der hat sogar, glaube ich, gewonnen gehabt letztes Mal bei der italienischen Meisterschaft. Von Mahias hier, R6. Sogar mit Unterschrift drauf. Jo. R1M hier noch. Ja, aber die GYTR Pros sind halt schon. Boah. Die wär's, ne? Boah. Schon sehr geil. Also Charlie, Dimi und Julian sind jetzt gerade draußen. Wir schauen uns gleich mal zu. Da kommen die 3, Charlie, Dimi.
Und da kommt auch Julian. Macht er extra, weil dieser Fotograf kommt auf mein Visier zu. Also Leute, ich habe ja meine DB-Killer verloren gehabt. Julian, hast du schon mal sein Handy verloren? War auch nicht schlecht. Wir sind einfach Experten in Sachen Fundsachen. Verlieren und Fundsachen, beides. Ja, die sind rausgeflogen. Komischerweise haben wir sie jetzt tatsächlich hier am Seitenrand gefunden. Erstmal den einen ein bisschen weiter vorne, also schon bestimmt 20, 30 Meter, oder? Ja, und jetzt hier nochmal den zweiten. Oh, morgen der Tag ist zum Glück gerettet. Holy shit, ey, das war wirklich, ich hab schon Panik gehabt. Geil.